Ist der Dubai-Immobilienmarkt gecrasht? Solltest du jetzt nachkaufen oder die Hände weg? Und was ist mit den Preisen und auch mit den Mieten passiert in dieser Zeit? Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, ich war ja aktuell 4 Wochen in Dubai und ich werde im ersten Teil erstmal die Zahlen, Daten, Fakten dazu zeigen. Wie hat sich der Immobilienmarkt entwickelt? Dann, ich habe mit 5 professionellen Immobilieninvestoren gesprochen und fasse dir sozusagen zusammen, wie diese den Markt aktuell wahrnehmen. Dann schauen wir uns mal an, ja, das Thema Dubai Hater, beziehungsweise wie einzigartig ist Dubai eigentlich wirklich? Dann, welche internationalen Alternativen gibt es zum Beispiel mit Singapur, Hongkong, Panama City, Monaco etc.? Wie ist da Dubai auch im aktuellen Umfeld positioniert? Und Resümee und Fazit meinerseits. Von dem her schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir starten direkt mit den Zahlen, Daten, Fakten zu Dubai. Und was hat sich in der ersten Jahreshälfte hier auf dem Immobilienmarkt getan? Und wir sehen hier die Zahlen vom Dubai Land Department, DLD. Und da sehen wir erstmal, im Januar hatten wir 72 Milliarden Dirham an Transaktionsvolumen im Immobilienbereich. Dann 60 Milliarden hatten wir im Februar. Dann kam ja der Krieg zwischen den USA und dem Iran und Dubai indirekt verwickelt. Dann sind wir auf 42 Milliarden herunter. Im April auf 48 Milliarden ging es wieder etwas nach oben. Im Mai dann auf 29 und im Juni sind wir auf 32 Milliarden wieder etwas hoch. Das heißt, wir hatten in der ersten Jahreshälfte 286 Milliarden Dirham. In Euro übrigens kannst du ungefähr rechnen, geteilt durch 4,2, dann hast du den Eurowert. Wenn wir vergleichen mit der ersten Jahreshälfte in 2025, dort waren es 326,6 Milliarden. Das heißt, wir sind da aktuell bei minus 13%. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Zahl geht. Ich persönlich war überrascht. Ich hätte gedacht, naja, wenn da jetzt 4 Monate Krieg mit dabei sind, dann sind die Zahlen wahrscheinlich deutlich geringer, war aber nicht der Fall. Wenn wir uns da das erste Quartal im Übrigen anschauen, waren die ersten beiden Monate auch relativ stark. Das stimmt, da waren wir bei 175 Milliarden insgesamt. Und Quartal 2 waren wir bei 110 Milliarden, also auch nochmal ein gutes Stück darunter. Aber, dass du jetzt sagen könntest, also das wäre jetzt komplett gecrashed und es gibt gar keine Transaktionen mehr und Co., das kann man definitiv sagen, das war nicht der Fall. Ich persönlich war auch relativ überrascht. Ich hätte gedacht, dass quasi dieser Drawdown nach unten stärker sein würde. Also ich finde relativ resilient für die Situation, dass wir ja eine ungeklärte Kriegssituation direkt daneben haben. Aber auch, und dazu auch gerne das Video von letzter Woche anschauen, auch die Eindrücke, heute geht es ja vor allem um Thema Investment, Immobilien und Co., Zukunftsausblick von Dubai in diesem Kontext. Ich habe dir auch meine persönlichen Eindrücke fernab von Investment. Wie ist es eigentlich? Ist es komplette Geisterstadt und Tod? Kann ich jetzt schon sagen, nee, war überhaupt nicht der Fall. Also ich war sehr, sehr überrascht, wie viel das los ist, jetzt im Hochsommer, gerade hier in Dubai. Ja, und ich habe auch vor Ort in Dubai und auch allgemein, wo ich weiß, das sind professionelle Investoren, die in Dubai investiert haben, 7-stellig, 8-stellig oder auch 9-stellig. Und ich war sehr neugierig, was die sagen. Und zwar, weil jetzt kann es sein, dass sie sagen, jetzt bloß raus, also jetzt verkaufen, weil das wird noch viel schlimmer. Oder aber, nee, halten. Oder aber auch nachkaufen möglicherweise. Nun ja, wir werden sehen, was so die Stimmen dazu gewesen sind. Wir haben den Investor Nummer 1. Er hat ein größeres Immobilienportfolio. Einige Mieter sind rausgegangen und er hat dann circa 4 bis 6 Wochen nach dem Kriegsbeginn, konnte er aber bereits wieder alle vermieten und hat dort minus 10% in Kauf nehmen müssen. Also durchaus überschaubar. Investor 1 ist sehr, sehr bullisch, will auch nachkaufen, sieht Dubai nach wie vor als sehr einmalig. Dann Investor Nummer 2. Hat vermietet oder neu vermietet für minus 20% im Tourismusbereich. Immobilienpreise sind 10 bis 20% gefüllt. Die Tourismusvermietung, also auch über Airbnb etc. stark eingebrochen, ist aber auf Langzeitvermietung geswitcht, konnte es dann auf minus 20% immer noch umstellen und hat trotzdem noch eine Mietrendite von 7 bis 8%, was mit man, denke ich, auch noch ganz gut leben kann. Investor Nummer 3, Vermietung, je nachdem, ob Tourismus oder nicht. Das war auch übrigens unisono oder auch immer wieder genannt. War ganz klar, wenn ich jetzt auf Tourismus fokussiert war und wie jetzt aktuell für den Moment zumindest der Tourismus sehr, sehr stark nach unten gegangen ist, dann ist es natürlich nicht so lustig. Das heißt, da muss ich dann irgendwo schauen, also entweder mal relativ leer stehen lassen oder dann, wie ich teilweise auch schon geschrieben hatte, wenn es möglich ist, dann auf Langfristvermietung umsteigen.
Dann Immobilienpreise sind dort laut Aussage Investor 3 ja eben also ähnlich genannt. Das war auch durchaus unisono, kann ich bereits vorweg sagen, bei -10 bis -20%. Aber nirgendwo genannt, ja, hier kann man ganz einfach mit -30, -40 oder -50% dort draußen ja, mit Schnäppchen einkaufen. Habe ich persönlich auch nicht erlebt. Ich schaue aktuell übrigens ebenfalls. Gibt es da vielleicht richtig gute Schnäppchen? Ich schaue schon immer, gibt es etwas nochmal über -15 oder -20% unter den herkömmlichen Marktpreisen vor dem Krieg? Nein, ist aber einfach nicht der Fall. Also ich habe bis dato noch gar nichts gesehen. Mag auch durchaus mal sein, dass es vielleicht einen vereinzelter Markt gibt. Also über meine Kontakte ist es noch nicht auf mich zugekommen. Und wenn es so etwas gibt, dann ist es bumm, sofort vom Markt aufgesogen. Davon kann man ausgehen. Dann Investor Nummer 4. Vermietung teilweise bis 40%, deckt sich auch mit dem, was wir vorhin hatten. Das heißt, Tourismusgebiet oder nicht. Immobilienpreise 10 bis 20% nachgegeben, das kommt uns schon bekannt vor. Und die verkaufen wollten für -20%, konnten das problemlos. Und ein internationaler Immobilieninvestor Nummer 5, der auch aktuell hält mit seinem Portfolio bei 10 bis 20%, auch nach Aussage von Immobilienpreise, ebenfalls sich deckt mit dem, was wir gerade hatten. Und Vermietung hat auch stärker nachgegeben, aber wie gesagt, da hängt sehr, sehr stark davon ab, ob Tourismus oder nicht. Was ich persönlich interessant fand, dass es kaum Unterschiede gab von den Aussagen her. Also es war mehr oder weniger immer dasselbe, relativ langweilig von den Aussagen her, also -10 bis -20%. Ja, ist natürlich geringer, muss man auch sagen. Dubai ist ein Vielfaches von dem angestiegen über die letzten Jahre, als es jetzt nachgegeben hat. Also von dem her ist da eigentlich nicht so viel passiert und der Markt, der auch schon ja, im Anstieg gewesen ist und der ansonsten sicherlich, davon kann man ausgehen, auch eher wahrscheinlich eher so 10, vielleicht sogar 20% nach oben gegangen wäre in diesem Zeitraum. Von den genannten Investoren habe ich niemanden erlebt, der irgendwie in Panik gewesen wäre und sagt, jetzt irgendwie alles verkaufen oder er hat seine Immobilien jetzt zum Verkauf ausgeschrieben, sondern abwarten und Tee trinken halten. Und einige haben auch gesprochen, 2 Stück davon, dass sie auch beabsichtigen, nachzukaufen. Und das zeigt schon, dass also echte Investoren nicht aktuell dabei sind, den Kopf zu verlieren und einfach so zu verkaufen, also relativ ähnlich. Interessant hier übrigens zu wissen, Dubai ist kein gehebelter Immobilienmarkt, also sehr, sehr stark mit Eigenkapital. Wir haben hier tendenziell sehr erfahrene Immobilieninvestoren, die eben, ich sage mal, vielleicht auch nicht besonders emotional agieren und auch nicht auf das Geld, auf die Mietrenditen heute, hier und jetzt und morgen angewiesen sind. Und wenn wir uns anschauen, bei Covid ist der Immobilienmarkt übrigens ebenfalls sehr, sehr stark angebrochen, um dann sofort wieder zurückzukommen und die alten Höhen deutlich zu durchbrechen. Wir hatten auch vielleicht interessant vor mehreren Wochen auch den Dr. Markus Krall zu Gast und da haben wir auch etwas über Dubai und die Emirate gesprochen. Mal sehen, was er zu den Aussichten sagt. Beim Thema Immobilien nicht den Schwerpunkt in Deutschland. Ja, Deutschland ist ein schlechtes Investitionsland für Immobilien. Meine präferierten Märkte habe ich ja dazu publiziert. Was ist das? Das ist immer noch Vereinigte Arabische Emirate. Das ist jetzt gerade eine super Einkaufsgelegenheit. Ja, da sind die Preise um 50% gefallen. Wenn ich mir selber so das Sentiment anschaue, auch von den Kollegen um mich herum, da würde ich persönlich sagen, die meisten sind aufgrund auch der Faktoren, unter anderem, der vielleicht ich auch letzte Woche auch in einem Video genannt hatte, ja auch selber dort beschrieben, dass der Iran kein wirkliches Interesse daran hat, diesen Krieg jetzt speziell auch mit Dubai oder den Emiraten allgemein eskalieren zu lassen und genau andersherum ebenfalls nicht, weil sie doch eben sehr, sehr starke Handelspartner sind, was viele da draußen ja gar nicht wissen. Es gibt aber auch Kollegen dort, die sich eher kritischer äußern. Die sagen, Dubai sei jetzt tot, beziehungsweise das Geschäftsmodell ebenfalls tot, also Dubai wird sich nicht wieder erholen. Und dazu würde ich gerne mal auf diejenigen eingehen, die Dubai-Bashing betreiben oder Dubai-Hater. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob man jetzt Dubai mag und liebt oder nicht liebt. Es geht einfach mal darum, neutral zu sehen, was eigentlich ist und warum sich Millionen von Menschen denn über die letzten Jahre und Jahrzehnte entschlossen haben, nach Dubai zu kommen und vor allem sehr, sehr kapitalkräftige Menschen. Und vielleicht gibt es dafür gute Gründe und dafür ist es wichtig, Dubai zu verstehen. Und das würde ich gerne mal zusammenfassen. Denn es gibt keine vergleichbare Stadt auf dieser Welt. Also mal in einem Beispiel. Kennst du eine andere Stadt, wo du morgens tauchen gehen kannst? Du kannst nachmittags Skifahren und abends mit dem Lamborghini in die Wüste und dort ein wundervolles Essen unter Sternenhimmel genießen. Ja, das gibt es einfach nirgendwo. Und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten mit den ganzen verrückten Weltrekorden, die Dubai hält.
Also du hast ganzjährig Sonne und Strände, wunderschöne Ausblicke und Skyline, zum Beispiel auf der Dubai Pawn. Alles komfortabel und einfach, wo du über Apps Uber und Essen in die ganze City bestellen kannst. Du hast keine Einkommensteuer, also steuerlich sehr interessant. Weltweite Flugverbindungen sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Kannst auch in die USA fliegen oder nach Australien direkt oder Kapstadt und so weiter. Hast unglaubliche Geschäftsmöglichkeiten, eine sehr hohe Rechtssicherheit, sehr viel Abwechslung, gleichzeitig aber auch Ruhemöglichkeiten. Kannst sowohl sehr gutes Business betreiben, hast aber auch Oasen der Spiritualität. Alles ist extrem effizient, alles ist perfekt durchorganisiert, so wie man sich das früher mal von Deutschland vorgestellt hatte oder gewöhnt war. Dann gleichzeitig ist die Sicherheit hier vor Ort weltweit gesehen absolut top und eines der sichersten Städte dieser Welt. Und wenn man es auch anschaut, seit Anbeginn des Krieges gab es einen einzigen Toten. Und ja, jeder Tote ist einer zu viel. Aber wenn ich mir vom Bundeskriminalamt im letzten Jahr die Statistiken zum Beispiel in Deutschland anschaue, naja, diese ganzen Messerstechereien, Gruppenvergewaltigungen, Morde und Co., das gab es in dieser Art und Weise nicht im selben Zeitraum. Ansonsten ja, Dubai polarisiert und nein, Dubai ist nicht für jeden, aber wir wollen hier auch durchaus mal sehen, naja, es ist ein sehr, sehr attraktives Profil, was es so auf dieser Welt in einer anderen Stadt nicht wirklich gibt. Das spiegelt mir auch immer wieder Geschäftspartner, Bekannte vor, die selber auch gerne in Dubai sind und die schätzen gelernt haben. Auch eben sagen, naja, es gibt nichts Vergleichbares und sie planen trotzdem ihre Zukunft mit einem gewissen Teil eben auch in Dubai oder mit den Möglichkeiten, die Dubai zu bieten hat. Und ja, wenn du eine grüne Natur suchst, dann wirst du vermutlich jetzt nicht direkt nach Dubai gehen. Aber was ich festgestellt habe, Dubai hat seine Fangemeinde und diese ist nach wie vor ungebrochen. Das werden auch die Dubai-Hater niemals verstehen oder wollen sie vielleicht gar nicht verstehen. Vielleicht teilweise auch Eigeninteresse. Wenn wir uns die westlichen Medien anschauen, naja, um von dem eigenen Versagen abzulenken, ist es doch sehr, sehr angenehm, dann die anderen schlecht zu reden. Ja, fernab von jeder Realität und Wirklichkeit. Und es ist die Frage, gibt es internationale Alternativen? Und da schauen wir uns auch mal unter dem Aspekt an, welche Hürden hat denn eine Stadt oder ein Land, um dort hineinzukommen? Und schauen wir uns mal an, kann denn Dubai hier so einfach ersetzt werden? Denn natürlich werden auch andere Länder und Städte davon profitieren. Aber wie gesagt, kann es denn komplett ersetzt werden? Und das auch schon mal, wenn wir uns nur mal die Hürden anschauen, also erstmal an diesem Profil einer Stadt weltweit, kommt keine andere heran. Wenn wir uns auch nochmal anschauen, wie einfach kann ich denn zum Beispiel dauerhaft dort leben? In Dubai ist es doch sehr, sehr einfach. Das heißt, ich kann mir dort ein Investorenvisum holen, ich investiere dort in Immobilien und dann, je nachdem welches Visum, aber 250.000 bis 500.000 Euro. Oder ich kann einfach eine Firma gründen, alle 6 Monate dort aufkreuzen, also auch sehr, sehr einfach. So, wenn wir uns mal anschauen, nehmen wir mal Singapur. Okay, da kann ich rein ab ca. 10 Millionen Singapur-Dollar. Das heißt, ich muss Multimillionär sein, wenn ich als Investor dort hinein möchte, wird es schon wieder schwierig. Also Singapur hat ein ganz klares Profil ebenfalls, hat erstmal auch nicht ganz ausgefeilt diese Freizeitmöglichkeiten wie in Dubai. Also allein wenn ich schon vergleiche dort so die Top-Hotels in Singapur, das kann man in einer Woche und dann ist man in 3, 4 Hotels, dann hat man die besten Hotels der Stadt dort ganz einfach gesehen. In Dubai, da brauchst du Wochen und Aberwochen, um einigermaßen die wichtigsten Hotels gesehen zu haben. Also es gibt dort einfach Dinge, die sind nicht vergleichbar. Singapur, wirklich eine hochinteressante Stadt, aber hat auch nicht dieses Profil und ganz klar positioniert auf Multimillionäre. Das heißt nur also wirklich die Reichen der Reichsten. Weil es ist ja nicht nur, dass ich dann diese 10 Millionen Singapur-Dollar dort zum Beispiel investiere, das ist ja, wenn dann auch nur ein kleiner Beistein. Also da muss ich schon eher neunstellig sein, um wirklich, damit Singapur für mich interessant ist und da muss ich es auch wirklich mögen und dort sein wollen. Dann nehmen wir mal Hongkong. Also nehmen wir mal an, dass China, der große Block daneben, nicht wirklich stört. Okay, dann haben wir immer noch 30 Millionen Hongkong-Dollar. Also das sind ganz vereinfacht 3 Millionen Euro. Ja, und das muss ich eben auch dort investieren wollen. Das heißt, auch hier muss ich ja Minimum mal 8-stellig sein, damit das Ganze für mich Sinn ergibt. Dann haben wir Panama. Hochinteressantes Land bzw. hochinteressante Stadt mit Panama City. Bin auch sehr, sehr gerne dort. Ist auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Ist auch eher interessant für den amerikanischen Raum. Es sind auch sehr, sehr viele Amerikaner, die auch zum Beispiel weniger tendenziell nach Dubai gehen. Dubai ist ja auch eher positioniert, gut und auch gut erreichbar mit Europa, mit Asien und mit Afrika. Und da die meisten Nationalitäten, die dort herkommen, sind auch genau aus diesen Räumen. Also von dem her, Panama hat so sein eigenes Dasein.
Wenn ich ansonsten auch dort hinein möchte, dann auch immerhin 200.000 US-Dollar in Immobilien investieren, dann bekomme ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Also es ist ähnlich wie in Dubai, aber ich habe hier nicht die Möglichkeit wie in Dubai zum Beispiel einfach nur mit Firmengründung. Also wenn ich jetzt sage, weil das ist dann auch eher etwas, wenn ich sage, ich bin Millionär und dann investiere ich auch einen Teil in Panama, weil ich dort eben auch leben möchte. So, also das heißt, hier haben wir auch rein nur Millionäre, die angesprochen werden. Was in Dubai auch durchaus Möglichkeiten ist, sagen wir, für die jungen Wilden, die sich etwas aufbauen wollen oder die das halt einfach als HubSpot auch nutzen wollen und auch eine Plan B Aufenthaltsgenehmigung haben oder dort Business machen möchten. Das wird also in Panama eher weniger der Fall sein, mit Panama Papers natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise gebrandet. Dann Istanbul und die Türkei. Die Türkei hat angekündigt, 20 Jahre lang keine Steuern dort vor Ort. Naja, wenn man jetzt also ein sehr, sehr stabiles Land auch mag, eine sehr, sehr stabile Währung, eine sehr, sehr stabile Politik natürlich, ja, was ja auch gerade diejenigen, die auch mehr Kapital haben, ja durchaus wichtig ist. Nun ja, da würde ich vermutlich jetzt nicht unbedingt in die Türkei und Istanbul gehen. Also die werden davon profitieren, auch wie die anderen genannten Städte, davon, wenn dort ja Unruhe ist. Aber ja, also dass jetzt wirklich erkennbar ist, dass es jetzt ein Land gibt, was danach kommt, genauso wie Monaco. Also wenn mich da 5.000 bis 10.000 Euro monatliche Miete nicht stören, dann kann man das schon machen. Ja, da geht es mehr oder weniger los, wenn ich was einigermaßen Ordentliches haben möchte. Ja, also auch hier bin ich ganz klar irgendwann im Bereich, da muss ich Multimillionär sein, also 8-stellig, besser 9-stellig oder auch gar Milliardär, dann juckt mich das natürlich nicht, aber für die breite Masse ist es nur bedingt geeignet. Also wer kann wirklich Dubai das Wasser reichen und wirklich da den Rang ablaufen? Ich persönlich sehe da kurzfristig rein gar nichts, mittellangfristig, man wird natürlich immer sehen. Natürlich die Situation, die muss auch einfach mal geklärt sein, aber dass der Iran kein Interesse daran hat, einen der größten Wirtschafts- und Finanzpartner auf eine indirekte Art und Weise ja auch, dass diese dann von der Bildfläche verschwinden, es ist quasi, sie schneidet sich ins eigene Fleisch. Und genauso mit Dubai hat natürlich gar kein Interesse daran, hier irgendwo in einen größeren Konflikt und Krieg direkt verwickelt zu sein und ist ja auch aktuell keine direkte Kriegspartei. Und es ist meines Erachtens nach sehr, sehr unwahrscheinlich, auch aus den genannten Gründen, die ich letzte Woche in dem Video genannt habe, dass das der Fall sein sollte. Von dem her meine persönliche Meinung, ja, es gibt einige Dubai-Hater, die meines Erachtens nach aber erstens Dubai gar nicht wirklich verstehen, sondern nur oberflächlich betrachten oder es gar nicht verstehen wollen. Ja, und für diejenigen, und da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis auch diverse Freunde und Geschäftspartner, die sehr, sehr gerne in Dubai sind und die auch zukünftig damit planen. Wie kann man jetzt also damit umgehen, was wir heute in diesem Video besprochen haben? Wenn du ein chancenorientierter Investor bist, vielleicht ist gerade jetzt die beste Chance nochmal für längere Zeit, vielleicht für immer, jetzt in Immobilien in Dubai zu investieren. Aber klar, mit all diesen Unsicherheiten. Wenn du ja ein konservativer Anleger und Investor bist, und es sind die meisten dort draußen, dann hier abwarten, was sich wie wo entwickelt und erstmal schauen, okay, wie geht das Ganze weiter. Ansonsten, wenn du eine Plan B Aufenthaltsgenehmigung, Residency etc. haben möchtest, ja, kann Dubai durchaus jetzt interessant sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Programm noch geben wird, also auch für Investoren und Co. Wenn du also keine Eile hast, dann warum nicht auch noch etwas abwarten? Ja, ebenfalls mit dem Thema Auswandern. Wenn du aber auch sagst, jetzt sind die Mieten natürlich auch noch mal ein gutes Stück günstiger und die kann ich mir dann dadurch auch potenziell länger sichern, hast du jetzt natürlich auch vielleicht als chancenorientierter Auswanderer, ich nenne es mal so, auch hier vielleicht eine sehr interessante Möglichkeit. Ja, ich hoffe, es waren wichtige, interessante Punkte für dich mit dabei in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen zu einer nächsten Ausgabe von Faszination Freiheit. Schön, dass du heute wieder dabei warst und bis nächste Woche.